Im Namen Gottes und Assalamu alaikum. Heute geht es um etwas, das keine Kamera erfassen kann. Kein Mikrofon nimmt es auf. Kein Mensch kann es ganz durchschauen, denn es geschieht im Verborgenen. Es ist etwas, das nur Gott wirklich kennt. Ikhlas, Aufrichtigkeit. Und warum gerade diese innere Haltung dein gesamtes Leben und dein Jenseits verändern kann, erfährst du, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Aufrichtigkeit. Ein einfaches Wort, aber in Wirklichkeit eines der schwersten und kraftvollsten Themen, die es auf dem spirituellen Weg gibt. Denn wer aufrichtig sein will, muss erstmal ehrlich zu sich selber sein. Und bei jeder Entscheidung, bei jeder Handlung und bei jedem Schritt sich die Frage stellen, mache ich das jetzt, weil Gott das liebt? Oder mache ich einfach nur, weil ich gesehen werden will? Gerade weil sie im Verborgenen wirkt, wird Aufrichtigkeit zu den gewaltigsten Taten im Islam gezählt. Man sieht sie nicht, aber vor Gott hat sie Gewicht. Und genau dieses Gewicht wird sichtbar, wenn wir tiefer blicken. Du betest, du fastest, du spendest. Aber warum tust du das? Wem zeigst du das? Und wer soll es sehen? Denn Gott sagt selber ganz klar im Koran, und sie wurden nur angewiesen, mir zu dienen. Es reicht also nicht, dass deine Handlung äußerlich korrekt ist. Die eigentliche Frage ist dein Herz wirklich dabei? Und zwar nur für ihn? Imam Sadiq a.s. bringt das wunderschön auf den Punkt. Gott nimmt nur das an, was für ihn allein und um seinetwillen getan wird. Es ist ein fast schon erschreckender Gedanke, dass eine fast äußerlich perfekte Tat innerlich so leer sein kann. Ein winziger Tropfen Angeberei kann deine noch so gute Tat entwerten. Selbstverherrlichung ist der Feind der Aufrichtigkeit. Und das zeigt uns niemand deutlicher als Iblis, also der Teufel selbst. Hast du gewusst, dass er 6000 Jahre lang Gott angebetet hat? Er betete und lebte 6000 Jahre unter den Engeln. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Doch als Gott ihm befohlen hat, sich vor Prophet Adam niederzuwerfen, hat er gesagt, ich bin besser als er. Prophet Adam wurde aus Erde erschaffen und ich bin aus Feuer. Und genau in diesem einen Moment fiel die Maske und die Wahrheit kam ans Licht. Er diente nicht aus Liebe zu Gott, sondern aus Stolz auf seine Stellung. All diese Jahre gelöscht, entwertet, verloren. Nicht, weil die Tat fehlte, sondern weil das Herz fehlte. Nachdem der Teufel dann verbannt wurde, hat er gesagt, ich werde die Menschen alle in die Irre führen, außer die, die aufrichtig sind. Selbst der Teufel wusste, bei den aufrichtigen Menschen hat er keine Macht. Der wahre Schutzschild gegen den Teufel ist also nicht dein Beten, dein Fasten oder dein Spenden, sondern deine Aufrichtigkeit in deinen Taten. Und dann auf der komplett anderen Seite Imam Ali a.s. Was für ein Herz, was für eine Reinheit. Er hatte wenig, aber das, was er hatte, hat er sogar geteilt. Nicht vor Publikum, nicht in der Moschee und auch nicht unter Lob, sondern nachts, heimlich, während die Stadt schlief. Er legte Brot an die Türen der Bedürftigen. Er sprach kein Wort und forderte auch keinen Dank. Keiner wusste, wer das war, bis er starb. Denn mit seinem Tod hörten auch plötzlich diese Spenden auf. Und da wussten die Menschen erst, es war Imam Ali a.s. Wurde erst allen klar, dass er sie jahrelang versorgt hat. Nicht für Ruhm oder für Ansehen, sondern für die Aufrichtigkeit zu Gott. Denn es ist nicht die Größe der Tat, die bei Gott zählt, sondern die Absicht, die dahinter steckt. Imam Ali a.s. sagte nämlich ganz schön, wer neben Gott andere Teilhabe anbetet, dem werden seine Taten nicht angenommen. Ein einziger falscher Gedanke, einmal dieses Ich hoffe, die sehen das, kann schon dafür sorgen, dass deine Tat bei Gott keine Früchte trägt. Ein Mann wollte einmal in der Moschee spenden, aber nur, weil alle zugesehen haben. Die Spendenbox ist dann bei ihm gelandet und er hat gemerkt, er wird jetzt beobachtet. Und dann hat er sich gedacht, okay, komm, schmeiß mir mal notgedrungen jetzt mal einen 5-Euro-Schein rein. Als er die Spendenbox dann weiterreichen wollte, ist sie ihm aus der Hand gefallen. Und der Nachbar neben ihm und er selber wollten diese Spendenbox wieder aufheben. Und im gleichen Moment ist ihm ein Bündel Scheine aus seiner Jackentasche rausgefallen. Er hat es aber nicht gemerkt. Der Nachbar neben ihm hat diesen Bündel Scheine aufgehoben und hat es in die Box reingeworfen. Der Mann war verwundert und meinte, wow, warum packst du so einen großen Bündel Scheine in die Box? Schön, dass du so viel spendest. Und der Mann hat ihn angeschaut und meinte, das war dein Geld. Das ist dir nur gerade aus deiner Jackentasche gefallen. Was du dir heute mitnehmen solltest, ganz einfach. Ikhlas, also Aufrichtigkeit, bedeutet, dass du das Richtige tust. Selbst wenn keiner hinschaut, du betest im Verborgenen und du vergibst ohne Rache. Denn was viele vergessen, Gott sieht und das genügt uns. Und glaub mir, Gott vergisst nichts, keine Träne, kein stilles Gebet und keine verborgene gute Tat ist bei Gott vergessen. Alles, was du nur für ihn tust, wird der Grund sein, warum er dich im Jenseits erhören wird. Wenn dich das Thema berührt hat, dann sprich eine Dua, also ein Gebet. Aber nicht für mich, sondern für dich selber. Heb deine Hände und sag, oh Gott, mach meine Taten aufrichtig, nur für dich. Möge Gott uns alle zu den Aufrichtigen machen, denen, die im Verborgenen geben und am Tage der Auferstehung offen belohnt werden. Bis zum nächsten und letzten Pfad dieser Reihe.
Assalamu alaikum und bis zum nächsten Mal auf dem Wege des Lichts.